Ich sitze hier an einem Deich und habe mich in eine Ecke verzogen, wo es einigermaßen windstill ist, weil ich leider für meine DJI Osmo Pocket immer noch keinen Adapter habe, um ein externes Mikrofon dran anzuschließen. Daher kann es sein, dass der Ton jetzt ein bisschen schlechter ist, weil ab und zu so eine kleine Windböe doch durchschlägt. Also ich sitze hier am Deich mit dem Blick auf ein Vogelschutzgebiet und warte drauf, dass irgendein Vogel vor mir stehen bleibt, also in der Luft stehen bleibt. Das ist das Schöne am Wind. Wenn hier gut Gegenwind ist, dann bleiben die Vögel oftmals so ein kleines bisschen an einer Stelle stehen und man hat Gelegenheit, wirklich gute Fotos von denen im Flug zu machen, die einem sonst beim nur Vorbeifliegen nicht so gut gelingen. Immer wieder kontrovers diskutiert ist der Backbutton-Autofokus. Viele Fotografen schwören drauf, ihren Autofokus nur über die AF-On-Taste zu aktivieren und den Autofokus komplett vom Auslöser zu entkoppeln. Ich nutze meinen Autofokus eigentlich lieber über den Auslöser, habe mir aber diese Funktionsweise des Backbutton-Autofokus für was ganz anderes zunutze gemacht. Und zwar kann man mit der Methode relativ schnell zwischen zwei Autofokus-Messmethoden hin und her wechseln. Also beispielsweise, ich habe auf meinem Auslöser entweder den 3D-Verfolgungsautofokus mit Einzelfeld oder den Group-Autofokus, dass ich zum Beispiel im Flug schnell einen Vogel im Sucher erwischen kann, und mit diesem Group-Autofokus habe ich quasi ein aus mehreren Autofokusfeldern kombiniertes großes Messfeld. Dann kann ich den schnappen, dann drücke ich meine AF-On-Taste, da habe ich Single-Autofokus draufgelegt und dann kann ich zum Beispiel den Kopf oder, wenn es mir gelingt, sogar das Auge des Vogels fixieren und dann weiter verfolgen und ganz konkret auf den Kopf fokussieren und nicht nur auf den ganzen Vogel, was meistens dazu führt, dass die Flügelendspitzen scharf sind und nicht der Kopf. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit Vögelchen hier in freier Wildbahn, sondern zum Beispiel auch auf dem Sportplatz. Ich kann über den Auslöser, mit dem Group-Autofokus, kann ich meinen Spieler, den ich fotografieren will, verfolgen, und wenn ich ihn dann habe, dann kann ich mit dem Einzelpunkt-Autofokus genau zum Beispiel auf seinen Kopf oder so fokussieren, um dann schöne, kopfscharfe Fotos von dem hinzukriegen. Das Ganze kann man wie folgt einrichten. Zunächst mal muss man in den Individualfunktionen unter dem Punkt Autofokus muss die AF-Aktivierung auf On stehen. Das ist wichtig, weil normalerweise, wenn ich den Backbutton-Autofokus nutze, wird die AF-Aktivierung, damit ist die Aktivierung über den Auslöser gemeint, auf Off gestellt, dass ich meinen Autofokus wirklich nur über die AF-On-Taste habe. Das bleibt in dem Fall auf On. Dann gehe ich in meine Bedienelemente. Da gehe ich in benutzerdefinierte Funktionszuweisung und suche mir meine AF-On-Taste raus, das ist die hier, und die belege ich mit dem Punkt AF-Messfeldsteuerung plus AF-On. Da gibt es nochmal ein Untermenü und dann kann ich da drauflegen, was ich will. Ich kann da irgendeine dynamische Messmethode drauflegen, ich kann da die Gruppensteuerung drauflegen, aber ich habe es so gemacht, dass da der Einzelfeld-Autofokus drauf liegt. Also dass es so ist, dass ich, wenn ich da drauf drücke, habe ich wirklich ein fixiertes Einzelfeld, wo ich ganz genau an einen bestimmten Punkt fokussieren kann. Und die AF-On-Taste überstimmt in der Konfiguration immer das, was der Auslöser macht. Also wenn ich jetzt durch meinen Auslöser gucke, ich habe jetzt meine 3D-Verfolgung an, wenn ich dann meine AF-On-Taste drücke, dann ist der Punkt, also der Single-Autofokus gefixt und ich kann eine ganz konkrete Stelle, ohne dass mein Feld hin und her springt, fixieren. Oder zum Beispiel, wenn ich im Group-Autofokus bin und ich verfolge einen Vogel, ich habe halt meine 9 Messfelder, um den Vogel in der Luft zu catchen. Und wenn ich ihn dann habe, drücke ich die AF-On-Taste, mein Auslöser wird überstimmt und ich habe einen Single Point, um genau an die Stelle, wo ich will, scharf zu stellen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ein großer Vorteil von der Methode ist, ich kann sehr schnell zwischen 2 Autofokus-Messmethoden hin und her wechseln und gerade in Verbindung mit einem großen Teleobjektiv, das ich ja hier vorne greife, wenn ich
Autofokus-Messmethode wechseln wollte, herkömmlich, müsste ich hier drauf drücken und dann hier auf dem Display oder hier an dem Drehrad meine Fokusmessmethode ändern. Das geht eigentlich gar nicht. Ich habe das hier stabil, halte das fest und kann auf die Art alles hier mit meinem Daumen und meinem Zeigefinger regeln. Das funktioniert in der Regel super und hat mir schon viele scharfe Fotos beschert, wo ich sonst einfach mit der falschen Messmethode gewechselt, keine Ahnung, dann ist das Vieh weg oder dann ist die Situation auf dem Sportplatz vorbei. Wie auch immer. Probier's mal aus. Wie das Ganze bei Canon-Kameras funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht geht es da auch. Wichtig ist natürlich, dass der AF-On-Button die Funktion des Auslösers überstimmen kann. Das weiß ich nicht, ob das bei Canon auch so ist. Bei moderneren Nikon-Kameras ist das so. Bei älteren, zum Beispiel bei meiner D700, funktioniert es auch nicht so, wie hier beschrieben. Aber probier es einfach mal aus. Und vielleicht kommst du ja damit klar. Auf die Art benutzt man so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, aus dem normalen Autofokus über den Auslöser und dem Backbutton Autofokus, wo wirklich viele drauf schwören. Ich hoffe, das bringt dich ein kleines bisschen weiter und vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich fotografiere jetzt hier noch ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.